Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder hier mit einer anderen Location. Ich bin auf dem Weg wieder nach Helsinki mit dem Boot unterwegs und da gibt es jetzt quasi die Show on the go. Themen, die ich frisch gepresst habe für euch, 777, da gibt es wohl irgendwelche Cracks, also ja Risse im Flugzeug. Wir haben dann einen NFL-Player, der vor Gericht verurteilt worden ist, weil er eine Dame angepischert hat. Also es gibt es nicht nur in Indien. Lufthansa-Piloten sind ob des Tarifvertrags unhappy. Man hat irgendwie zu lange Arbeitszeiten. Dann Klimaschützer wollen mit den Flughafenbetreibern sprechen. Die Flughafenbetreiber bekommen also Terminvorschläge. Wir haben dann von Marriott noch mal was Neues, nachdem wir gestern Masse und Klasse gemacht haben, oder Masse Stadt Klasse, um genau zu sein. Die haben jetzt Sonder, also irgendwie nicht wie bei den Freunden von Mercedes die Sonderklasse S-Klasse, sondern Sonder ist irgendwie auch so eine Longstay Airbnb-Geschichte, wo ich das richtig verstanden habe. Aber auch da gucken wir genauer rein. Und Miles & More möchte euch jetzt abstimmen lassen, welchen Community-Flug es nach Kapstadt gibt. Also das heißt nicht nach Kapstadt, sondern nachdem man Kapstadt gemacht hat. Also frisch gepresst für euch. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren und vor allem auch Kanalmitgliedschaft. Die Folge heute ist ein bisschen kurz, hoffe ich, oder kürzer, weil ich muss hier schauen, dass gleich, wir haben jetzt hier 10:10, um 11:30 kommt das Boot an, dann laufen die Leute hier durch und da muss ich auch wieder boarden. Also wir geben Gas. Erstes Thema, was wir haben, das ist das Thema mit dem NFL-Player. Der ist verhaftet worden, nachdem er eine ältere Dame angepinkelt hat, was ich auch relativ problematisch fand. Und dann geht es schlimmer, er hat auch die Crew angegriffen. Das geht natürlich gar nicht. Und der Offensive Lineman aus der NFL, Gosta Cherelius, ist nicht verurteilt worden. Das war ja erst die Festnahme am Sonntag. Fand ich auch eine relativ spannende Geschichte, dass so etwas passiert. Und er ist auf dem Flug von Boston nach Dublin da gewesen und der 40 Jahre alte Ex-Profi, Linebacker oder Linesman, ich weiß gar nicht, was das ist, wer sich mit NFL auskennt, weiß das, oder mit Football. Aber auf jeden Fall ist es so, dass er intoxicated war, also angeheitert war, alkoholisiert war, und um 1 Uhr morgens ist er zu dieser älteren Dame hingelaufen, hat sich dann quasi entblößt, wie das so schön heißt, und dann hat er sie für 20 Sekunden angepischert. Also hier ein Golden Shower. Der Kollege ist 6 Foot 6 Inch, ich bin 6'7", also muss er knapp 1,98 Meter sein, also knapp unter 2 Meter, ich bin 2,1 Meter. Und dann ist es wirklich so, dass die Maschine zurückgeflogen ist zum Logan Airport in Boston um 2 Uhr morgens. Dann hat die State Police und die Border Patrol ihn festgenommen. Und das war dann halt so, dass er mit 280 Pfund, wie war es nochmal, Hälfte davon sind 140 Kilo, nochmal 10% ab, sind dann 14, also irgendwie so bummelig 126, wenn ich es richtig gerechnet habe, also auch nicht gerade wenig Mann. Er wurde auf jeden Fall angeklagt wegen Disorderly Conduct, also wegen bekloppten Verhaltens, um es ganz genau zu sagen. Und er hat dann auch noch angefangen, seiner Verhaftung entgegenzuwirken. Ich hoffe, dass es mit Ton hier klappt, weil die Leute werden immer mehr. Aber wir sehen mal, was es ist. Auch hier beim Boot gibt es eine Lounge. Ist übrigens auch geil. Naja, nun gut, auf jeden Fall ist er da wieder zurückgegangen. Er hat jetzt auch ein Statement gemacht. Er möchte diese Pressemitteilung oder die Pressenachrichten kommentieren. Und diese Kommentierung lautet wie folgt. Es war ein Flug, der in seinen Augen unerwartet kürzer ausgefallen ist gedacht. Und er hat eine Medikation genommen, also Medizin zum Schlafen. Fand ich halt auch relativ spannend als Aussage. Und natürlich ist es so, also auch hier wieder Entschuldigung. Und er hat halt gesagt, dass es normalerweise ein Verhalten ist, was er normalerweise auch nicht hat. Ich hoffe, dass das kein normales Verhalten ist. Ihr könnt ja auch mal kommentieren, was er dazu haltet, was er davon denkt. Spannend ist an dieser Stelle natürlich, dass es wieder in Indien eher Usus war als so. Aber so merkt ihr, dass es alles überschwappt irgendwann. Wenn es ein Trend wird, hoffe ich, dass ich nicht dabei bin. Was auch ein Trend ist, ist die Geschichte bei Lufthansa. Man ist dort
bitterlich enttäuscht bei den Gewerkschaften, was da passiert ist, zumal man ja zuerst bei der Lufthansa Discover die Vereinigung Cockpit als die federführende Gewerkschaft ausgesucht hat. Dann hat die Verdi das übernommen. Man hat sogar Teile aus den Vorverhandlungen mit der Vereinigung Cockpit bei der Verdi übernommen. Das macht die ganz böse. Und jetzt ist es so, dass man ihre Mitglieder bei Discover zu den Urnen ruft, um da Gas zu geben. Interessant ist aber auch Folgendes, dass die Piloten unzufrieden sind, dass man dort halt sagen muss, diese Tariflaufzeiten, dass man sie bereut, dass sie so lang sind. Denn die Lufthansa Kerngesellschaften hat ja im Cockpit Ende 2023 langfristige VTVs gemacht, also Vergütungstarifvertrag, die den Lufthansa Kern garantiert den Piloten in 3 Stufen ein 18-prozentiges Gehaltsplus. Und er läuft bis zum 31. Dezember 2026. Und der Manteltarifvertrag läuft sogar noch länger. Aber das Problem, was sie halt haben, ist, dass die mehrjährigen Laufzeiten im Cockpit mit dem Schreiben der Aero, liegt das übrigens vor, deshalb ist der Artikel aus der Aero, im Kontext der aktuellen Vorgänge im Konzern rückblickend als eklatanten Fehler. Warum? Ganz einfach, die Piloten sehen über den Discover Ersttarifverträgen Klärungsbedarf. Auf der Betriebsebene werden sowohl bei Lufthansa Airlines auch als bei Lufthansa Cargo Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen teilweise bewusst missachtet. Das heißt also, dass dort die Verträge auch relativ schwer zu kontrollieren sind, weil man sagt halt einfach, dass halt gewisse Standby-Regeln nicht umgesetzt werden, dadurch, dass die Umläufe permanent geändert werden, dass man diese tarifgarantierten Zeiten gar nicht irgendwie feststellen kann. Gerade bei der Cargo ist das wohl ein Problem. Interessant ist auch ein Kommentar unter dem Artikel, dass er sagt, er hofft, es beruhigt sich wieder alles. Und jetzt kommt das Spannende. Dass er halt dann sagt, dass da auch vielleicht dann gar nicht mehr der Vorstand da ist, also Carsten S. aus M höchstwahrscheinlich, den er meint. Ich kann nur spekulieren, ich kann es nur sagen, also ihr könnt hier nur sagen, was da passiert. Heißt also, dass man dort viel Spannung hat und Musik hat und ich bin auch gespannt, eine Aussage hier, das ist auch interessant, ob man jedoch eine Verdi im Unternehmen haben will, wohl eher nicht festzuhalten bleibt, dass Lufthansa mittelfristig nicht mehr die Top-Adresse für Piloten sein wird. Bis auf den Namen hat sie nicht mehr wirklich viel zu bieten. Und da könnt ihr natürlich dann auch darauf schließen, was da am Köcheln ist. Rechnet ihr mit einem Streik bei der Lufthansa aus diesen Gründen oder denkt ihr, dass das sich alles wieder auflöst in Wohlgefallen? Das könnt ihr unten kommentieren, das ist die erste Frage. Und wir gehen zum nächsten Thema weiter und das ist halt auch ein Thema, wo man sagt, hey, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, hat das kein Ende. Boeing 777X, die gesamte Flotte ist wieder gegroundet. Warum? Weil man hat ein neues Problem festgestellt und zwar The Air Current hat gesagt, das ist eine Branchenwebseite, dass die 777X ein Verbindungselement zwischen Triebwerk und Tragfläche unterbrochen gewesen ist bei einem der Testflugzeuge. Und man hat davor einen 5-stündigen Flug aus Hawaii absolviert. Und das Problem ist halt wirklich, dass in der Testflotte seien Risse an dem Bauteil festgestellt worden. Und Boeing geht auf diese Details natürlich logischerweise nicht ein. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ja gut, dafür sind ja diese Testflüge da und dafür ist es ja so, dass Flugzeuge getestet werden, damit so etwas festgestellt werden kann. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, das wäre unwahrscheinlich oder sonst was. Aber es ist halt relativ problematisch, wenn man das Flugzeug 2020 in Dienst gehen lassen wollte. Wir gucken auf die Uhr und wir sind schon Ende 2024, fast 2025 rechnet auch schon fast keiner mehr damit, dass die Flieger in 2026 eingeflottet werden. Also hier ist wohl Nachholbedarf und wieder etwas im Argen. Ich finde das schade für Boeing, aber auf der anderen Seite finde ich es gut, dass man dort so klar dem Problem nachgeht und damit auch solche Fehler feststellt. Also insofern auf der einen Seite ein Auge happy, dass man so etwas feststellt und dass ausreichend getestet wird. Auf der anderen Seite traurig, dass Boeing schon wieder mit 1 auf die 12 gekriegt hat wegen dessen. Weil Triebwerk-Tragfläche ist ein elementares Teil, ist halt relativ blöd, wenn so ein Triebwerk einfach mal abfällt, ne, und sagt, bin dann mal weg. Wer auch weg kann aus der Sicht einiger Leute, das sind natürlich die Freunde der letzten Generation, Stop Oil oder wie auch immer, wie sie heißen. Und da muss man der Ehrlichkeit halber sagen, ich bin dabei. Klimaterroristen, auch wenn ich für das Wort verurteilt worden bin, weil es keine Terroristen seien, die von 9/11 wären Terroristen, so ist es gesagt worden. Ich finde, sie sind Terroristen, weil sie die Leute terrorisieren. Und wer mich terrorisiert oder wer mich zu etwas zwingt, was ich nicht will,
Der ist ein Terrorist, ganz einfach. Und gut, man kann jetzt natürlich sagen, das ist wie das Wort Nazi, das wird jetzt inflationär behandelt, aber das ist halt so in Deutschland mittlerweile. Man muss halt Wörter dann radikalisieren, damit auch klar wird dem Letzten, was man über die Leute dann denkt. Die Gruppe Letzte Generation hat ja auch viele Flughäfen lahmgelegt, haben ja auch einige Kosten dadurch, sind auch einige in den Knast gewandert. Aber man möchte jetzt mit den Freunden dort sprechen und um effektive und zielführende Gespräche zu ermöglichen, die der Klimakatastrophe und den Herausforderungen, vor denen die Menschheit steht, oder Flugindustrie steht, angemessen sind. So ist es richtig. Nicht Menschheit, Fluggeschäft. Komische Sache. Auf jeden Fall ist es so, dass man da jetzt bis morgen, dem Mittwoch, den Freunden von den Flughäfen die Möglichkeit gibt, sich mit denen zu terminieren. Und ja, ich finde das spannend. Einiger sagt, dass natürlich da drin steht, laut Duden, Terror ist Verbreitung von Angst und Terror, kann man sagen. Und nun meine Meinung als linksgrün versiffter Airliner, auch geil. Auch wenn es schon extreme Aktionen sind, würde irgendein Mensch nicht ernsthaft das Thema Klima im Blick haben, wenn nicht solche Aktionen gefahren würden. Analog zu Terrorismus bietet sich die Luftfahrt leider als perfektes Ziel für die Aktionen an. Hoher wirtschaftlicher Schaden und hohe Aufmerksamkeit. Und das war ja auch das Thema, dass wenn wir darüber berichten permanent, dass das natürlich dafür Sorge trägt, dass das weiter bleibt. Aber nun gut, unabhängig von dem Wort, ich finde es gut, dass man anfängt miteinander zu reden, denn nur wer redet, dem kann geholfen werden. Und das nur so als kleine Side Note. Wir sind hier im Schweinsgalopp durch diese Sendung, haben noch 2 Themen. Und zwar können wir diese natürlich auch hier klar benennen. Und zwar ist es so, dass Marriott und Sonder, sie heißen Sonder, also so wie Sonder, einen Kollektion zusammen machen, die heißt dann Sonder bei Marriott Bonvoy. Und das sind dann so, dass dort 200 Häuser das System bereichern werden. Nachdem wir gestern 9.000 Hotel gefeiert haben, werden das dann 9.200. Gehen also krass auf die Fünfstelligkeit zu. Und die Sonderkarte ist halt mehrheitlich in Nordamerika, aber auch in Europa. Heißt also, da gibt es, und das ist eine Art, wenn man das sich anguckt, ich muss ehrlicherweise sagen, die sind so wie die Lindner, die haben auch finanzielle Schwierigkeiten. So ist es, dass man dort also jetzt 146 Millionen in Additional Liquidity bekommt, also die kriegen Cash und so weiter, und damit haben die halt die Möglichkeit, dass die von denen ausgekauft werden. Und wenn man sich dann anguckt, ist so, dass sie natürlich das Netz erweitern, aber ich finde es immer sehr spannend, wenn man dann halt Projekte nimmt, die halt irgendwie nicht funktionieren, weil die vor der Pleite stehen, und dass das dann halt irgendwelche Geschichten sind, die dann leider zum Scheitern verurteilt sind. Und interessant ist auch, dass man guckt, was das überhaupt für Häuser sind und vor allem, was man für Benefits bekommt. Das ist die 35. Marke, die es bei Marriott jetzt gibt. Also es wird immer bekloppter, wenn es um den Markenmix geht bei Marriott. Heißt also, man kann da jetzt gar nicht mehr sagen, man weiß noch, wo man was bekommt. Und wir hatten ja auch das Problem öfters, dass wir bei vielen Leuten festgestellt haben, was habe ich denn eigentlich für Statusvorteile? Also hier könnt ihr nochmal schreiben, was ihr von Sonder haltet und vor allem, ob jemand von euch Sonder kennt. Wenn ich das auf der Karte hier richtig sehe, wo haben wir sie? Hier ist es. Da haben wir in den Niederlanden ein Haus, in Italien sind einige, in England sind welche und in Irland, glaube ich, Spanien, genau, Amsterdam, hier steht es ja auch, und Barcelona, Edinburgh, Glasgow, London, Paris, Rom, Venice. Ob das eine gute Bereicherung ist oder nicht. Das letzte Thema, was wir haben, ist das Thema Miles & More, und zwar die Community Awards. Und diese Community Awards, das sind ja Flüge, die nur für die Leute blockiert werden, die mit Meilen, also Flüge, die nur blockiert werden, um Meilen zu hoch zu werden. So ist es richtig. Und vor allem das Spannende ist, es ist nicht ein Sonderflug, sondern es wird einfach ein Flug aus dem System rechtzeitig rausgenommen und dann werden die Leute umgebucht und dann können die Leute nur mit Meilen rein. Lufthansa selber sagt, man hat jetzt da den 350-900, den man schickt. Ich bin mal gespannt, ob es klappt, da auch den Allegris-Flieger zu schicken.
Und es gibt ja auch andere Fluggesellschaften, die das schon lange gemacht haben, British Airways, Qantas, um nur einige zu nennen. Und jetzt ist es so, dass Lufthansa das Ganze auch kopiert. Und nachdem es das erste gibt, die Business Class war ja auch schnell ausgebucht, möchte man jetzt auch nochmal 2025 etwas machen. Und da gibt es einige Ziele. Doch diese Ziele sind halt relativ irritierend. Und erstmal das Schreiben, was die Miles & More Leute schreiben. Innerhalb kurzer Zeit war er komplett ausgebucht. Wir freuen uns über alle an Bord. Doch wie versprochen ist das erst der Anfang. 2025 möchten wir dieses Erfolgskonzept weiterführen. Einzigartig an Bord bleibt nur Miles & More Teilnehmende, oder Teilnehmer heißt das ja richtig, glaube ich, und ihre Begleitpersonen, ein exklusives Programm und die einmalige Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Jetzt sind Sie an der Reihe. Welche Destinationen wollen wir für Sie den nächsten Community Award ansteuern? Also, New York steht drin, Los Angeles steht drin, Miami steht drin, Vancouver steht drin, Bangkok steht drin, dann kommt Male. Male mit MLE und SEZ. Male und Seychellen. Also muss man bei Praktikanten ein bisschen aufpassen. Dann Cancun, Mexico City, Kuala Lumpur. Seit wann fliegt Lufthansa wieder nach Kuala Lumpur? Das war doch damals der Schwanz von Singapur nach, nee, war es nicht das? War es von Singapur aus? Schreibt es unten rein, was es war. Aber Kuala Lumpur fliegt man ja im Moment nicht an. Und Mauritius fliegt ja, glaube ich, die Lufthansa auch nicht direkt an. Das geht ja, glaube ich, nur phasenweise über die Austrian. Aber insofern ist es halt interessant, was dort passiert. Auch ist interessant, wo die Reise startet. Ob die Reise startet in Frankfurt oder in München. Das sind so die Sachen. Und man kann natürlich sagen, ja, was haltet ihr davon? Deshalb die Frage dazu natürlich, was haltet ihr vom Community Award? Wir sind jetzt am Ende der Sendung und ich habe schon wieder fast 20 Minuten, es sind 16 Minuten 54, dass wir die Fragen des Tages nochmal beantworten. Und zwar die Frage des Tages, die erste Frage des Tages ist natürlich, rechnet ihr mit einem Streik bei der Lufthansa? Heißt das, dass ihr da irgendwie noch seht, oh, da passiert was, da kommt noch was? Und natürlich das andere, wie findet ihr den Community Award? Vergesst aber nicht die Frage des Tages, die nebenbei gestellt worden ist. Sonder, wer von euch kennt Sonder? Wer hat da schon Erfahrung? Was ist das? Ist das was? Taugt das was? Und so weiter und so fort. Und ihr könnt ja auch beantworten, ob man mit Terroristen verhandeln sollte. Ich bin immer der Meinung, man sollte mit jedem reden. Insofern bin ich da ganz offen. Ihr kriegt an dieser Stelle wieder, und dafür muss ich das iPad weglegen, den Abspann. Und ich muss mich gleich vorbereiten. 26. Gucken, ob das Boot schon zu sehen ist. Nee, das Boot ist noch nicht da. Die Leute im Hintergrund, die gegangen sind, ist Personal, was austauscht. Also insofern, danke, dass ihr dabei wart. Bis morgen in Alter und in Frische und bis dann. Ciao, ciao und einmal auf Ende. Bis dann. Ciao.